Die Menschen sind die ewigen Besserwisser. Sollte Gott gesagt haben, heute sagen sie, gibt's Gott überhaupt? Du redest da von Gott, als ob es ihn gäbe. Vielleicht ist das nur eine Vorstellung, nur eine Einbildung. Sollte Gott gesagt haben. Und nur Geschäftsführer sein. Nein, ich bin Eigentum. Das ist der Punkt bis heute. Ich bin Eigentum. Mein Bauch gehört mir, mein Körper gehört mir, mein Geld gehört mir, meine Zeit gehört mir. Alles, was ich habe, gehört mir. Ich bin der Eigentümer. Nicht, dass ich gegen Gott wäre. Religion boomt. Gott kann mir helfen. Aber ich bin der Eigentümer. Jeder spürt, dass er Probleme hat und Schwächen dann hat. Gott könnte helfen, ne? Schützen. Darf er gerne tun. Aber ich bestimme. Ich bin der Chef. Verstehst du, das ist das Problem. Das ist der Bruch. Das ist, was die Bibel Sünde nennt. Diese Besserwisserei. Dass wir dauernd sagen, ich weiß es besser, wie ich glücklich werde. Er sagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Wir sagen, ich entscheide, mit wem ich ins Bett gehe. Und wann ich mit wem ins Bett gehe und ob ich verheiratet sein muss oder nicht, das entscheide ich, ein selbstbestimmter Mensch. Und ich entscheide, ob ich abtreibe oder nicht abtreibe. Ich entscheide, ob ich die Steuererklärung fälsche. Ob ich als Handwerker Abrechnungen mache, die das Finanzamt kennt, oder ob ich das schwarz mache. Das entscheide ich. Und niemand hat mir da reinzureden. Das ist die Besserwisserei. Und das Ergebnis ist, dass diese Beziehung zerbricht. Dass der Mensch Gott spielt. Das ist so das Glaubensbekenntnis unserer Zeit. Ich meine, wir sind alle Kinder unserer Zeit, macht euch nichts vor. Selbstbestimmung, ich bestimme. Niemand hat mir reinzureden. Schon nicht die Kirche nicht und die christliche Gemeinde nicht. Und Gott? Und Gott? Gott soll uns segnen. Er kann seinen Senf dazugeben, wenn er uns nicht stört. Aber den Kurs bestimmen wir. Das nennt die Bibel Sünde. Also diese Trennung, die unser Leben zerstört, die Lebensverbindung zur Quelle des Lebens, das ist der ewige Gott, der in seiner unendlichen Liebe uns geschaffen hat. Ist das nicht wunderbar, diese Liebe?